Da 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 da. La 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 la. La la. Aha, aha. Ja, hallo. Heute ist Sonntag, der 20. Juni 2021 und ich möchte ein sehr heikles Thema ansprechen, und zwar das Thema Frau und Sexualität. Dieses soll nicht eine negative Verurteilung sein oder Beurteilung, sondern etwas Positives, ein positives Licht auf einen gewissen Zustand, den wir derzeit durchleben. Wir sind eine Gesellschaft aus Mann und Frau. Mann und Frau haben natürlicherweise unterschiedliche Energien, männlich und weiblich, deshalb ergänzen sie sich, deshalb suchen sie sich, ansonsten könnten sie auch jeder für sich auf einem leeren Planeten leben. Also, was mir zunehmend auffällt, auch als Mann, ich bin ja in dieser Welt, in diesem Leben ein Mann, das ist, dass die Freizügigkeit der Bekleidung bei den Frauen immer mehr zunimmt. Das wird natürlich dadurch forciert, durch Werbung, durch eigentlich das Einreden, dass man sozusagen fast nackt durch die Gegend laufen muss. Bei den Frauen ist es so, dass es eine Art Rivalität ist zwischen den Frauen. Jede Frau hat das Bedürfnis, der Außenwelt zu zeigen, wie schön sie ist, aber die wahre Schönheit der Frau liegt in ihrem Verborgenen, nicht in dem, was sie uns zeigt. Also, es gibt einen gewissen Konkurrenzkampf zwischen den Frauen. Und sie bemessen es daran, wie viel Aufmerksamkeit sie in der männlichen Welt erregen, wie viele Verehrer sie haben, zum Beispiel. Für einen Mann mit seinen Energien ist es so, dass eine fast nackte Frau, die alleine vor ihm herläuft oder ihm begegnet, einen gewissen sexuellen Reiz auslöst. Für den Mann ist sie eine Art Freiwild, denn ansonsten würde sie sich ja nicht so präsentieren. Hätte sie einen Mann, den sie wirklich durch und durch liebt, würde sie sich nicht so anderen Männern gegenüber offenbaren, als wenn sie für sich alleine wäre. Das ist für einen Mann auch sehr schwierig, und diese sexuelle Energie, diese sexuelle weibliche Energie, die auch aus einem Gehirn sozusagen entrinnt, ist verbunden mit dem Wunsch zu dominieren und die Schönste zu sein, die am meisten die Männer beeinflusst. Für den Mann ist es schwierig, weil auch die Männer, die eigentlich loyal diesem Thema gegenüber sind und neutral, könnte man sagen, durch diesen weiblichen Einfluss tangiert sind. Das heißt, plötzlich haben sie auch diesen Gedanken oder das Gefühl, dass sie erregt sind durch diese Frau,
die sich derartig offenbart. Das heißt Brust, der Hintern, die Beine, der Bauch, alles was Intimität betrifft, körperliche Intimität betrifft, wird der Außenwelt sozusagen dargelegt. Und auch, wenn man so will, die bravsten, in Anführungsstrichen, Männer sind dadurch beeinflusst und haben plötzlich das Gefühl, sie müssten diese Frau anschauen oder sie sind stimuliert, obwohl es eigentlich nicht ihre Absicht ist. Es ist das, was aus dieser weiblichen Energie in der männlichen Energie verursacht. Insofern sollte sich jede Frau überlegen, wie weit sie geht mit ihrer körperlichen Offenbarung. Wenn sie sozusagen nur noch einen fetzen Stoff am Körper hat, sozusagen als Legitimation, dann kann ich nur sagen, das grenzt an Hurerei, sich so zu präsentieren. Nur sind diese Frauen zu feige, die Hurerei auch zu leben. Sie wollen sie verbergen unter diesem Fetzen Loyalität, noch so ein Stück Stoff am Körper und wundern sich, wenn die Männer erregt sind oder sie als Freiwild betrachten. Darüber sollte jede Frau nachdenken und auch darüber nachdenken, ob sie ihren Mann tatsächlich liebt, als ihren liebenden Mann, der höchstwahrscheinlich kein Interesse daran hat, dass sich die Frau, die er liebt, wie ein Stück Freiwild der Männerwelt gegenüber präsentiert. Ja, das wollte ich jetzt mal sagen. Und eines ist wichtig, die wirkliche Schönheit der Frau liegt in ihrem Verborgenen. Das ist ihre Seele, ihre innere Schönheit. Das ist nicht die körperliche Schönheit, die ihr eines Tages mit dem Alterwerden auch verwelkt. Das heißt, die Haut wird schrumpelig, das gesamte Äußere wird weniger attraktiv, wenn man die Maßstäbe des Jungseins nimmt. Und wer an diesem Äußeren klebt sozusagen, der verliert dieses Kleben und diesen Kontakt, weil die Frau quasi die Schönheit ihres Körpers verliert. Und darum ist diese innere Schönheit das Wesentliche. Und ein Mann, der wirklich seine Frau liebt als seine Frau, seine persönliche Frau, die Frau seiner Persönlichkeit, die Frau seiner Seele, seiner Liebe, der liebt diese Frau, egal wie ihr Äußeres ist und wohin die Reise geht. So, das wollte ich heute mal sagen, weil ich selber ja auch manchmal betroffen bin. Und sage das mal den Frauen, gebt euch nicht wie Freiwild hin und kleidet euch mit Würde.